Leute, im heutigen Video soll es um 10 Hautpflegeschätze aus der Drogerie gehen und wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich sehr regelmäßig über Hautpflege aus der Drogerie spreche. Ich verlinke euch auch hier oben meine Drogerie-Playlist, da könnt ihr euch sehr gerne mal umschauen. Den Anfang macht der Balea mit Ultra Sensitive Reinigungsschaum, der eigentlich relativ neu ist, aber auch nicht, denn ich habe ihn mit dem Isana Pure Reinigungsschaum verglichen und einen Blogpost dazu verfasst. Falls ihr wissen möchtet, wo die Unterschiede liegen und wo die Gemeinsamkeiten sind zwischen diesen beiden Reinigungsschäumen, ich verlinke euch den Blogpost oben in dem i und auch nochmal unten in der Infobox. Ich finde diesen Reinigungsschaum einfach super angenehm. Er ist mild formuliert, hier ist eine milde Tensid-Kombi enthalten. Der pH-Wert bewegt sich auch in einem sehr hautfreundlichen Bereich und nach dem Abspülen fühlt sich die Haut wunderbar weich und nicht zu trocken an. Und der Schaum an sich ist richtig schön cremig, lässt sich gut verteilen und brennt auch nicht in den Augen. Ich finde den wirklich toll. Nur zum Make-up entfernen oder wenn man so hartnäckige Sonnencreme auf dem Gesicht hat, eignet der sich nicht wirklich. Wenn ihr gerade keine Lust auf einen Reinigungsschaum habt, dann kann ich euch auf jeden Fall die Baby Dream Med Plus Waschcreme empfehlen. Ich bin gerade sowieso total auf dem Waschcreme-Trip, zwar eher im koreanischen Hautpflegebereich, aber diese Waschcreme von Baby Dream ist auch sehr angenehm. Wenn man sie rauspumpt, fühlt sich das Produkt schon etwas cremig an und hat so ein bisschen andere Haptik im Vergleich zu einem Waschgel. Aber sie lässt sich natürlich wie ein normales Waschgel aufschäumen, fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an, lässt sich easy verteilen, brennt nicht in den Augen und nach dem Abspülen fühlt sich eben die Haut auch nicht zu trocken, aber auch nicht zu fettig an. Make-up und so ist so ein bisschen schwierig mit dieser Waschcreme und auch sehr hartnäckige Sonnencremes sind damit ein bisschen schwierig, aber für morgens oder eben auch zwischendurch reicht die völlig aus. Das Beauty Glam Clear Skin Serum ist für Drogerieverhältnisse ein großartiges Produkt, auch wenn es mit 9,99 € ein bisschen teurer ist im Vergleich zu den anderen Produkten. Aber ihr bekommt hier 2% Salicylsäure, was in der Drogerie sehr selten zu finden ist. Und Salicylsäure kann talgregulierend wirken, sie kann entzündungshemmend wirken, sie kann hilfreich bei Rötungen sein. Einen weiteren Vorteil sehe ich auch im pH-Wert des Produkts, weil er hier bei ca. 4,5 liegt und somit für Menschen mit empfindlicher Haut besser geeignet ist als sehr sauer eingestellte Produkte, weil das eben zusätzlich reizen kann. Also wenn ihr schon immer mal Salicylsäure ausprobieren wollt, wenn ihr eine relativ ölige Haut habt und wenn ihr so wässrig, leichte, gelige Konsistenzen mögt, dann schaut euch dieses Serum unbedingt mal an. Ich hätte ja niemals gedacht, dass ich irgendwann Hautpflege von Catrice in die Kamera halten und sie großartig finden würde, aber Catrice macht sich so langsam, denn sie haben mittlerweile deutlich mehr Produkte ohne Beduftung, was ich wirklich begrüßenswert und sehr unterstützenswert finde. Dazu gehört die Catrice Moisturizing Serum Milk und zwar ist das eine leichte Emulsion, die so ein dezentes Satin-Finish auf der Haut macht. Also wenn ihr eine Mischhaut habt oder eher eine ölige Haut, dann schaut euch das unbedingt mal an. Aber das ist eher so ein Produkt, das feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthält und auch so einen leicht pflegenden Effekt hat. Auch was das Thema Gesichtsöl betrifft, läuft es in der Drogerie gerade ziemlich gut. Ich kann mich noch erinnern, dass es früher sehr schwer war, wenigstens ein Monoöl ohne Duftstoffe oder irgendwelche Parfümierungen zu finden. Mittlerweile gibt es da deutlich mehr Auswahl und auch solche Sachen wie das Catrice Youth Repairing Sleep Oil mit 0,2% Retinol. Retinol kann bereits in dieser Konzentration vorteilhaft bei Pigmentflecken sein und ich mache das mit diesem Öl so, dass ich es am allerliebsten mit einer Creme vermenge oder mit einem Serum und das eben auf die Haut auftrage. Pur finde ich das Ganze nicht so angenehm, weil diese Ölmischung schon etwas fettig, schwartig und auch schwer auf der Haut ist. Aber mit einem anderen Produkt vermengt finde ich das Ganze sehr angenehm. Das hier ist beispielsweise eine Creme, mit der ich sehr gerne das Retinolöl von Catrice vermenge. Und zwar ist das die Isana Pure 24-Stunden-Creme. Ich weiß, sie kommt in dem Tiegel daher, da bin ich persönlich kein großer Fan von. Aber bei dem Preis will ich jetzt nicht allzu dolle meckern. Im ersten Moment denkt man, dass die Creme so ein bisschen fester ist. Aber sobald man anfängt, sie zu verreiben und eben auch anzuschmelzen mit der Körperwärme, wird sie wunderbar wässrig leicht auf der Haut und hinterlässt jetzt nicht so einen komischen Fettfilm.
Ich denke, ihr wisst schon, was ich euch jetzt zeigen werde, wenn es ums Thema Sonnencreme geht. Und zwar ist es das Sun Ozon Med Sonnenfluid. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich schon darüber gesprochen habe, wie oft ich dieses Produkt schon gelobt habe. Ich habe etliche Videos dazu gemacht. Ich habe es auch einmal mit dem von Sundance verglichen. Verlinke ich euch wie immer oben in dem i und unten in der Infobox, wenn ihr diesen Vergleich sehen möchtet. Das Produkt ist toll formuliert, es ist mild formuliert, es sind keine Duftstoffe, keine anderweitige Parfümierung enthalten. Es sind tolle UV-Filter drin, die auch wunderbar hautverträglich und sehr stabil und modern sind. Ich finde dieses Produkt einfach nur großartig. Es weißelt auf meiner Haut zumindest nicht und auch bei meinem Freund, der eine etwas stärker pigmentierte Haut hat, weißelt dieses Produkt auch nicht. Also wenn ihr eine stärker pigmentierte Haut habt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde sagen, dass es jetzt nicht zu pflegend ist, aber es ist auch kein mattes Produkt. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen mit sehr öliger Haut jetzt nicht so gut damit zurechtkommen werden, aber alle, die eine Mischhaut oder eine trockene Haut haben, können sich das ja auf jeden Fall mal anschauen. Obwohl wir hier relativ selten über Haarpflege sprechen, möchte ich euch unbedingt 2 Haarpflegeprodukte aus der Drogerie zeigen, die ich wirklich großartig finde, und eins davon ist von Alverde und ich glaube, das ist bisher mein aller liebstes Produkt von Alverde, und zwar ist es dieses Pure Shampoo. Das Tolle an diesem Pure Shampoo ist einfach, dass hier keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und auch keine anderweitige Parfümierung enthalten ist. Und der pH-Wert des Shampoos ist auch eine extreme Seltenheit in der Drogerie, denn die meisten Shampoos, die man in der Drogerie vorfinden kann, bewegen sich vom pH-Wert so zwischen 5 bis 7, aber hier ist das eben anders und das ist wirklich sehr vorteilhaft für die Haarbeschaffenheit und dann vor allem für Alverde. Das finde ich so krass und auch extrem unterstützenswert. Es ist halt hauptsächlich ein reinigendes Shampoo, aber ich meine, was soll ein Shampoo sonst machen, außer das Haar reinigen? Den Rest sollte man dann sozusagen mit einer Spülung erledigen. Ich finde dieses Shampoo toll. Ich muss ja auch immer zwischen meinen festen Shampoos und einem flüssigen Shampoo wechseln, weil mir die festen Shampoos auf Dauer einfach die Kopfhaut kaputt machen und sie reizen, und das ist eben auch so ein Shampoo, das ich unfassbar gerne benutze, auch wenn es jetzt von der Handhabung nicht so einfach ist. Also man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, das Ganze aufzuschäumen und im Haar zu verteilen, aber für mein eher anspruchsloses Haar ist dieses Shampoo wunderbar geeignet und auch die Reinigungsleistung reicht komplett für mich aus. Apropos Spülung, da darf natürlich dieses Schätzchen nicht fehlen, und zwar ist das die Balea Med Ultra Sensitive Spülung für sensible Kopfhaut. Die Balea Med Sensitive Spülung ist relativ einfach formuliert, aber für mein Haar reicht das einfach komplett aus. Es ist ein pflegender Fettalkohol drin, es ist Glycerin enthalten, es ist Panthenol enthalten und sie ist komplett unparfümiert, was ich wirklich großartig finde und was in der Drogerie eine extreme Seltenheit ist, denn nicht jeder Mensch möchte nach seiner Haarwäsche nach Tutti Frutti oder irgendeinem Einhornduft riechen. Sie ist nicht zu fettig, sie ist nicht zu leicht, ein perfektes Zwischending. Also wenn ihr auch eher so eine Haarbeschaffenheit habt wie ich, dann solltet ihr euch diese Spülung auf jeden Fall mal anschauen. Gute Handcremes sind in der Drogerie auch sehr rar gesät, vor allem welche, die nicht so fettig und schmierig sind, und da kann ich euch definitiv die Balea Med Ultra Sensitive Handcreme empfehlen. Die ist mild formuliert, hier sind keinerlei Duftstoffe und keine Parfümierung enthalten. Die ist auch super angenehm und wird nach dem Auftrag einfach nicht so komisch, fettig, schmierig und hinterlässt jetzt auch keinen krassen Fettfilm auf der Haut, und dadurch ist diese Handcreme einfach auch perfekt für zwischendurch, weil einem nach dem Eincremen nicht alles aus den Händen rutscht und man jetzt nicht überall irgendwo Fettflecken hinterlässt. Hier ist feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten, Bisabolol und auch reizlinderndes Allantoin. Das war's schon mit meinen Drogerieschätzen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch gern mit anderen Menschen, schreibt einen Kommentar und lasst mir ein Däumchen nach oben da.